Eine Balkendecke mit vertieften Feldern, in denen die Sonne Griechenlands vom ewig blauen Himmel strahlt. Die Bemalung der Wände und die vertieften Fugen sollen aufeinander gelegte Steinquader vortäuschen. Die Bronzetüre ist eine Nachbildung des Tores am Turm zu Mykene. Der Kasten, die Stirnseite der vorderen Bänke, Lehrertisch und Lehrersessel zeigen überall die dorische Säule. Eine reich bemalte Balkendecke mit vertieften Feldern, in denen der dem Sonnengott geheiligte Mistkäfer mit der roten Sonnenscheibe erscheint. Unterhalb der Decke eine um den ganzen Raum laufende Malerei. Sie stellt in der eigentümlichen ägyptischen Darstellungsart Bilder aus dem Volksleben dar. Die Türe und ihre Umrandung sind eine getreue Nachahmung der Scheintüre in der Grabkammer zu Ainisi in Dendera in Oberägypten. Eine reich bemalte Balkendecke mit teilweise körperlich hervortretenden Schmuckformen, von Tragsteinen getragen. Türumrahmung überwölbt von einem halbkreisförmigen Feld mit dem byzantinischen Kreuz und reicher Bemalung. Als Vorbild diente die Sergiuskirche in Konstantinopel. Die Decke ist eine Nachahmung der alten maurischen Holzdecke in der Universitätskirche zu Alcalá de Henares in Spanien. Das Portal ist eine Nachahmung des Goldenen Tores in Córdoba und besteht aus 4 freistehenden Marmorsäulen, deren obere Enden farbenprächtig geschmückt sind. Die Decke ist völlig flach und zeigt Gemälde von Tieren, Blumen und Dekorationen. Die Wände des Klassenzimmers sind im berühmten pompeianischen Rot gehalten.
säulengeschmückte Türe ist eine Nachbildung der Seitenportale der Schlosskirche in Trewitsch in Mähren. Die Eichentüre ist geschmückt mit romanischen, schmiedeeisernen Türbändern und eben solchem Türklopfer mit Löwenkopf. Eine Balkendecke in Tiroler Gotik mit Kerbschnitt und Tiroler Schnitztechnik und reich bemalt. Die Türumrahmung nach den Vorbildern aus Steinerkirchen in Niederösterreich und in Pettau, Jugoslawien. Das spitzbogige Feld oberhalb der Türe zeigt 3 Engel, die das Stadtwappen von Berndorf, den Bären, halten. Eine in Weiß, Blau und Goldgelb gehaltene Decke mit vieleckigen und vertieften Feldern, so wie man sie im Palazzo Massimi von Baldassare Peruzzi in Rom vorfindet. Die Türumrahmung ist die Nachbildung eines Seitenaltares im Dom zu 5 Kirchen, der von König Bela IV. Im 13. Jahrhundert von Italien aus dorthin gebracht wurde. In der Türe kunstvolle eingelegte Arbeiten, nachgeahmt jenen der Certosa von Pavia. Dieser Raum befindet sich nur in der Mädchenschule und diente als Handarbeitssaal. Die Decke zeichnet sich durch die heitere, kühn geschwungene und freie Linienführung des Rankwerkes aus, die in Weiß mit dezenter Vergoldung gehalten ist. Die Türumrahmung ist damit in Einklang gebracht und ist eine Nachbildung der charakteristischen Türumrahmung der Presbyteriumstür in der Pfarrkirche Mariabrunn bei Wien. Dieses Zimmer zeigt dem Rokoko-Stil verwandte Formen. Als Vorbild für die Ausstattung dieses Raumes diente das Lustschloss in Versailles. Zu beachten sind auch die schönen, fein geschnitzten Verzierungen an der Türe. Wir befinden uns jetzt im Schloss des Prinzen Eugen in Wien, dem bekannten Belvedere. Anmutig geschmückte, senkrechte Mauerstreifen teilen die Wandflächen harmonisch ab. Die Umrahmung der Türe hat ihr Vorbild in den Türen des Belvederes. Die Türe selbst zeigt eine Einlegearbeit in Wurzelholz, ebenfalls in barocker Zeichnung gehalten.
diesem Zimmer schließt die Reihe der geschichtlichen Stilformen der Schule ab. Das Palais Modena in Wien gab die Vorbilder zu der Ausstattung dieses Raumes. Beachtenswert ist die zarte, zurückhaltende und wohl abgestimmte Tönung der Decke und der Wände.